Hallo Leute, da gibt's mal wieder eine neue Folge von The Path of Destinies. Wie ihr seht, habe ich hier wieder eine neue Auswahlmöglichkeit, und zwar den Rebellenstützpunkt zu befreien. Das Ganze basiert quasi auf der Story 8 wieder. Ich habe also wie bei Story 8 wieder zuerst das Gehäuse geholt, habe mich mit Zenobia getroffen und sie davon überzeugt, dass ihr Vater böse ist. Und habe im Anschluss, ja, quasi dieses trifft die Wissenschaftler ist das Zenobia überzeugen. Und jetzt habe ich die Möglichkeit, quasi mich wieder mit Zenobia in den Bergen zu treffen. Das habe ich in der letzten Folge gemacht. Oder diesen Rebellenstützpunkt zu befreien. Und ja, kurze Rede, langer Sinn. Und so, ihr wisst schon. Das hatten wir noch nicht, das machen wir. Bernardo was torn. He wanted Zenobia to see the truth of her father. But she could get the truth out of her father faster without him tagging along. Meanwhile, the fleet would soon be knocking on the door of the secret rebel base. Bernardo had better be there when they did. Genau. Wir müssen die Rebellen beschützen. Wäre ja auch ziemlich schade, wenn die irgendwie draufgehen würden. Irgendjemand muss ja für uns kämpfen. So, als kleine Side-Info für euch. Wenn ihr die Folge seht, die müsste am Mittwoch erscheinen. So he had given the Sky Jetzt werde ich Ripper's core unterbrochen. to the Empire. He felt stupid about that. He hoped the Emperor didn't bring the Sky Ripper against the base. There was nothing he could do to fight a legendary weapon. Bernardo hated when he screwed up. One of these days, he would learn to look before he pounced. But today is not that day. He intoned for his own amusement. Na super. Na gut, also nochmal als kleine Nebeninfo. Wenn ihr die Folge seht, wie gesagt, müsste am Mittwoch erscheinen, bin ich tendenziell schon auf dem Summer Breeze. Autsch. Und ja. Funny about librarians. People thought of them as fussy clerks who shushed them for talking. But the librarians thought of their books as sacred, and themselves as priests in a temple of knowledge. Who knew they were willing to die to protect it? Also, ich werde versuchen, trotzdem Folgen hochzuladen. Am Mittwoch geht das ja noch, ich fahre erst am Mittwoch los. Ich werde also, wenn ihr die Folge seht, auf dem Weg sein oder gerade schon dort. Ja, und werde ich dann versuchen, trotz allem noch eine Folge zu bringen am Freitag. Falsches Schwert. Und ja, mal gucken. Dann kommen die nächsten Folgen nach Breeze. Not to tell the council he'd given the Empire Sky Ripper's core and the location of the secret base. They needed him in battle, not in the brig, right? Ja. Also wie gesagt, die 2 Folgen hier noch und dann diese Folge am Mittwoch, dann am Freitag hoffentlich noch eine Folge. Und dann erst wieder nächste Woche weiter, beziehungsweise nächste Woche wird dann kein Path of Destinies mehr Montag und so laufen, sondern da wird dann ein neues Projekt losstarten. Ich verrate euch noch nicht welches. Jedenfalls könnt ihr euch dann darauf freuen, nächste Woche Montag geht es dann mit was Neuem weiter und dann wird Path of Destinies so nebenbei ab und zu mal laufen. Hatte ich ja schon mal angekündigt. Weil ich jetzt nur diese Enddinger spiele, deswegen muss ich das ja nicht mehr hier das Haupt-Let's Play machen. Ich mache das nebenbei noch, weil mich natürlich interessiert, wie es weitergeht. Genau. Euch interessiert es wahrscheinlich auch, wie es zu Ende geht hier noch, was es noch so alles gibt. Und ich habe mich hier hart verlaufen. Schon wieder falsch abgebogen. Ich finde hier auch immer nicht den richtigen Weg. Ich glaube, das hier ist der richtige, oder? Nee, ich hätte einfach nur geradeaus gehen müssen. Ach Gottchen. Jedes Mal dasselbe. So, Plop, Teleport. Wo landen wir jetzt? Wieder unten, sehr schön. Jetzt hat. Das ist der richtige Weg. Mit ganz vielen bösen Raben. Ist echt praktisch mit diesem Sky Ripper Ding. Obwohl der irgendwie ein bisschen buggy ist, weil der eigentlich nicht hätte da sein sollen.
The raven was slumped in a pile of its own feathers, like a tree in November. You can't stop us. The Emperor has a weapon no warrior can defend against. What happened to you? Renato asked. But the raven chose that moment to go to the great nest in the sky. Na So super. they'd made the cord into a weapon. That wasn't good. Ja, war doch zu erwarten. Ah, stirbt. Oben schon mal clear. Anyone ever tell you have a lovely Ach, eye? fuck. No? Da war überhaupt kein Ding angezeigt. Man hat das Ding, also den Bereich gar nicht gesehen, in dem er dich blitzdingst. So. Muss ich vorsichtig sein. Einmal noch und wir können von vorne anfangen. So. Gut, einen haben wir. Dreh dich ja nicht in die falsche Richtung. Okay. Ja, genau in dem Moment dreht er sich um. He thought. Das war Why did so it have to klar. be wallabies? Das ist ja so klar gewesen. Dass genau in dem Moment sich umdreht, wo wir ihn angreifen wollen. So. Und raus da. Scheiße, ey. Heelschwert. The long stairs. So he was close to the rebel base. Nothing was on fire. So far, so good. So. Jetzt damit angreifen. Ah, wir haben den One-Hit. Ja, sehr schön. So, jetzt Rebellenbasis. Ja, jetzt habt ihr mal so. Ich habe jetzt auch schon länger nicht mehr gespielt. Ich meine, ich war jetzt ja eine Woche im Urlaub und habe da nicht gespielt und habe jetzt auch die letzte Woche, also vorletzte Woche war ich im Urlaub, letzte Woche habe ich auch nicht aufgenommen. Einfach weil ich... Renato had never slain so many ravens. The secret base was gonna stink of burnt feathers for months. The council speaker was confused. Our spies say Zenobia has gone berserk. She attacked and destroyed an entire squadron of dropships. This was amazing good news. He'd shown her the Emperor's evil. Now she'd gone over to the rebel side. Now is our moment. Attack! Renato exulted. They could win this thing. Zenobia commanded half the fleet. Who would follow the mad Emperor when they could follow his heir, who was wise and smart and a brilliant sorceress besides? But what about the core and the Iblis stone? What evil could the Emperor wreak with those? As he closed in on the Imperial fleet, Renato liked his odds. Ja, klingt nicht so gut, finde ich. Ja, wie gesagt, also ich war jetzt, hab 2 Wochen lang nicht aufgenommen. Deswegen, ich bin schon ganz froh, dass ich eigentlich noch so gut spiele. Aber es ist, ja, doch etwas ungewohnt wieder. Vor allem, weil ich jetzt auch was anderes aufgenommen hatte, vorbereitungsmäßig für nächste Woche. Das neue Projekt gemacht habe. Das ist hier natürlich immer ein bisschen, ja. Oh, how had he gotten into this mess? He'd never set out to be a hero. When he was a kid, he'd wanted to be a great cat burglar, until his mother had explained about foxes and cats. And then the Emperor had gone mad, and started sacrificing kittens to the lost gods. There were a lot of dead ravens here. Who had slain them? Tja, wer hat sie wohl umgebracht? Ich würde sagen, sie hat sich den Iblisstein geholt. Das hatten wir doch schon mal, dieses Szenario. Irgendwie. Kann ich mich da so dunkel dran erinnern, dass sie dann den Iblisstein geholt Renato had a hat? feeling that was the back door to something. But what? So, vielleicht ist hier noch ein bisschen Schwertenergie drin. Sehr schön. Jetzt kommt wieder das Slow-Motion-Boot gleich. Ich freue mich. Das ist echt, ich check einfach nicht, was die da mit Zwecken... Oh, kein Slow-Mo. Oder war das... Ah, nee, es war jetzt das nächste Boot. Das Boot war das Slow-Mo... Nee? Kein Slow-Motion-Boot diesmal. Bin fasziniert.
Der Bug ist weg. Es gab doch gar keinen There were Patch. raven bodies everywhere. The precision of the wounds. Renato recognized her style. It appeared that she was single-handedly turning the tides of the battle. Good. That left the Emperor with only the core. Against him, all the rebels, his daughter and her raven. He wished he was fighting alongside her. But they'd meet up soon enough. Ja, sie hat definitiv den Ibbisstein. Mit 100 Pro volle Kanne durchdrehen. Und wir hier, Au! Hey! Was soll denn das? Hat der mich noch angegriffen? Good thing I don't have to clean up around here, you thought? Hier gibt's wieder keinen Heal. Also ich werde ganz schön oft getroffen, also ich war schon deutlich besser. Wie gesagt, es liegt daran, dass ich halt jetzt einfach über 2 Wochen nicht aufgenommen habe. Wenigstens das hier funktioniert noch. Ja, Summer Breeze, das wird auf jeden Fall lustig. Ich weiß ja nicht, vielleicht sind einige von euch ja auch da. Wäre natürlich lustig. Und könnt gerne auch... Soon he'd confront the Emperor. Ja. Again. This time, he'd make an end of him. He'd screwed up last time, but he had a good feeling about this time. Naja. Also ihr könnt ja auch gerne dann Kommentare zum Summer Breeze, ob ihr hinfahrt, ob ihr nicht hinfahrt und sowas schreiben. Vielleicht seht ihr die Folge auch erst nach dem Festival, weil ihr ja selbst hinfahrt. Sind das viele. Könnt ihr natürlich auch erst danach schreiben und so, wie es war. Mal gucken. Vielleicht erzähle ich, wenn ich zurück bin, auch mal ein bisschen was drüber. Weiß ich noch nicht. Je nach Lust und Laune. Jetzt erstmal hier, wie gesagt, die Folge hier fertig machen. Und jetzt schauen wir mal, was uns hier erwartet für ein Ende. Zenobia was cutting down the Emperor's bodyguard like they were mushrooms. The Emperor was frantically readying some arcane instrument, brass and hammered steel wrapped around a glowing, thrumming sphere. Skyripper's core. Zenobia! Renato shouted. But he had no idea what else to say. Revenge! She shouted as she cut the last bodyguard down. A ray lanced out of the sphere. Everything around her burst into flames, but her sword seemed only to absorb it. She walked towards Isengrim III like she was walking against a river. Nothing could stop her. They were going to win. Zenobia stabbed the Emperor dead and flicked the moaning apparatus off. She was laughing hysterically. Or weeping, maybe. They had won. He ran to her. I killed my own father. She wept, and he held her. He told her he loved her. He would pull her back from the brink of madness. But the core thrummed louder and louder. At that moment, Renato understood that the core was going to explode catastrophically. And that this could have been victory. The Emperor and his daughter dead, the fleet destroyed. He'd almost been a hero. A legendary one, maybe. If only he and the rebel fleet hadn't been here. Okay, es lief ein bisschen schief. Was haben wir? Ah, ein Skyripper haben wir gekriegt. Was haben wir? Das neue Story abgeschlossen. Z für Zeitgeist. Aha. Ein Held, der nie zum Helden werden wollte, der einen anderen den Vortritt lässt. Okay. Das war also das Ende, das wir auf die Weise gespielt haben. Ich glaube, ich habe jetzt alle Kombinationen raus oder durch, die ich mit dem die ich hier kriegen kann mit Gehäuse holen. Ja. Ich habe gerade das neueste, also wieder neu gestartet. Ich lasse das mal einfach so laufen, während ich absage. Wie gesagt, wir haben es dieses Ende geschafft, Z wie Zeitgeist. Jetzt gucken wir mal, was wir in der nächsten Folge anfangen. Und welche Enden da noch auf uns warten. Und jetzt quatscht der hier einfach rein und ich quatsch ihm rein und ihr werdet wahrscheinlich nichts mehr verstehen. Und deswegen verabschiede ich mich und ja, freue mich drauf, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder einschaltet und vielleicht sieht man sich auf dem Breeze, wer weiß. Jedenfalls euch eine schöne Woche, einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao Leute!